welcome to day 4, and today is the 12th of February in the afternoon, of course, and blue sky for once. Yeah. So no rain supposedly today or this weekend, so it's going to be a good weekend. We might get a few showers, but very slight showers only, if we are unlucky, and normally I am. So day 4, in search of the Napoleon troops, or any signs of them for this region, but we will see. I still don't have any hope, but there you go. I will know once I'm at the end of that wood line if there's anything still here or not. I am not going to give up, that's for sure. So we'll see you on the first find as always. Ja, herzlich willkommen zu Tag 4, Tag 4 und Teil 4, heute am 12. Februar, Freitag der 12. Ja, blauer Himmel, kein Regen in Aussicht heute, auch kein Schnee. Schnee haben wir noch ein bisschen auf der Wiese. Wie gesagt, immer noch auf der Suche nach irgendeinem Anzeichen von den französischen Truppen, napoleonischen Truppen. Oder irgendwelche Truppen, wäre ja auch nicht schlecht. Aber naja gut, die Hoffnung stirbt zuletzt, wie man so schön sagt, ne? Und in diesem Fall wäre es dann die hintere Kante da vom Wald für mich. Aber schauen wir mal. Also, auf zum ersten Fund. Let's see what is first today. Dann schauen wir mal, was wir jetzt heute als erstes finden. Okay, off we go. Los geht's. So now at my starting point, and you can see that's where it came from the top down. So I haven't gone back yet, so now I have to start here. My post is one over, so I'm going to come back from the top there and come down to my post right here. And all that has been done already. And all that still has to be done. Okay, let's go. Also, auf geht's. And our first find is a little piece of copper. But no clue what from. Ja, das erste Teil ist ein kleines Stück Kupfer, aber keine Ahnung wovon. So, let's carry on. Also, lassen wir mal machen. Auf zum nächsten. Off to the next. And next a cartridge. Und als nächstes eine Patronenhülse. Okay, off to next. Off to next. So, now I know who the cartridges belong to. Obviously the Americans were here during the 70s, maybe 60s, 70s, because it's actually a tin and not MREs that were back in the late 80s or middle 80s. They started the MREs in the plastic, so somewhere around that time, I'm not quite sure when, but so this must be like 60s, 70s, and it's a jam seedless blackberry. Punch through line A. It tells American soldier how to open the can. Okay, whatever. Also wie gesagt, MRE, Dosenform, amerikanisch, schwarze, nicht Johannisbeer, Brombeere, aber ohne Saat. Also, dann wissen wir schon mal, wo die Patronenhülsen herkommen. Okay, so obviously this spot was used during some kind of reforger. Ja, da haben sie den Platz hier genommen als Übungsplatz oder als Campplatz, vielleicht Campingplatz und so als Übungsplatz während ein freilaufendes Manöver, hat man früher Reforger genannt. Okay, so let's carry on. Off to next. Also, auf zum nächsten. So, next find is a little ring with plenty of hearts over it. So, very nice. Little finger ring. It doesn't look like silver, but
still in very good condition. I mean, it was down a couple of inches. So, very nice. Cool. Auf to next. Oh, sehr schön. Also ein kleiner Ring jetzt mit lauter Herzen drauf. Scheint nicht Silber zu sein. Also ich sehe jetzt keine Markierung, dass es Silber ist. Aber immer noch in sehr guter Kondition. Super. Auf to next. Auf zum nächsten. So finally, the first musket ball, even though it has this little dot on, but normally that is cut off. And then you have your musket ball. So, there you go. Yeah, the hole's filled up with water. The first find. Hooray! Cool. Die erste Musketenkugel, jetzt gefunden auf dem Kugelacker. Die sieht nur so komisch aus, weil die eigentlich so gegossen werden. Und dann wird das hier abgeknipst, das ist ja Blei. Und dann hast du dann hat man eine Musketenkugel. Ja. So, cool. We did find one. So, auf zum nächsten. Day 4 brings the first musket ball. Unfired. Ja, Tag 4 bringt die erste Musketenkugel ungefeuert. Super. So, next. Really nice, very nicely ornamented, looks like it, part of a drinking vessel. And it's lead. And the lid, let me say, I think this would be on the handle, like this. So that would pull up. So this would be on the handle, and this is where the lid would be. Also, das ist das Teil, wo der Deckel sein würde. Und hier unten wäre es an Krug dran. Und dann würde man so den Deckel aufmachen. Looks like it jedenfalls. So sieht es jedenfalls aus. Huh. Could be, can't really tell, it's all corroded. Man kann es nicht richtig sagen, weil es so korrodiert ist. Aber very nice. Aber sehr schön. Okay, auf zum nächsten. So, done for today. Let's go a little bit out into the light. It's getting dark now. So this is all from today. Quite a lot actually. A little bit more time. Also das ist jetzt alles von heute. Ich hatte auch ein bisschen mehr Zeit. Also jede Menge Abfall natürlich. Eisen. Lots of iron today. Much more than I had in the last few days. Then this handle part, and it's very nicely ornamented. I don't know if you can see. It's going to clear up. There's actually like a bow down here. You might be able to see it, I'm not quite sure. There you go. So there's the bow, and there's like flowers in the top. And this would have been actually, I thought at first this was the bottom part, but actually the top part. Well, this is the bottom part. This is the top. This piece right here would have gone on the handle, and the lid would have been on top here. Hopefully I can still find it. We'll see. Dieses Teil ist natürlich auch sehr schön. Es ist sehr schön ornamentiert. Es hat hier unten noch eine Schleife dran. Und hier eine schöne Blumendesign und so weiter. Ich habe ja zuerst gedacht, dass das hier die Oberseite wäre, aber das ist die Unterseite. Und das hier ist das Dreieck, was normalerweise dann am Griff wäre. Und hier oben wäre der Deckel. And the joint is right there. Und hier ist dann auch dementsprechend, wo es sich bewegt, das Gelenk. Other part, of course, the ring. And today's the 12th of February, so day after tomorrow is Valentine's Day, but I'm not going to give this to my wife, of course. She would kill me most likely if I would give her junk like this, but there you go. Aber naja gut, dann haben wir noch den Ring hier gefunden mit der Herzl, 2 Tage vor Valentinstag. Meine Frau werde ich jetzt nicht schenken, denn ich glaube, die wird mich umbringen, wenn ich hier so einen Quatsch schenken würde. Aber naja gut, okay. Then we got the cartridges, dann haben wir noch die Patronenhülsen. And finally
possible, and I'm going to say possible, musket ball. I know it's a musket ball, definitely a musket ball, because I know these. It hasn't been fired, obviously, so the soldier lost it. And let's say it's a possibility that it is actually French, but it could also be Bavarian or Austrian or whatever. But it's definitely prior to 1948, so we're talking within 40 years of the Napoleon War, or troops we're searching for. And we know we had troops on this field, so the possibility is high that it is actually a French one. Also was ich gerade gesagt habe, noch in Englisch natürlich. Es freut mich, dass ich die Musketenkugel hier gefunden habe. Die Wahrscheinlichkeit, dass es französisch ist natürlich hoch, auch wenn sie nicht abgefeuert ist. Dass es eine sein könnte, denn wir wissen ja, dass hier französische Truppen waren. Ja, und dementsprechend könnte es natürlich auch eine bayerische sein, Musketenkugel, oder eine österreichische. Ist alles möglich, waren ja alle hier in der Gegend. Hoppala, excuse me. Und ja, dementsprechend ist das halt so. Ja, jetzt habe ich den Faden verloren durch den Rotz, aber okay. That's the way it is. I don't know where my handkerchief is right now. I have to find one. Also ich muss erstmal mein Taschentuch finden. Okay, so first sign, possibility, good possibility, cool. So see you next time round. Hopefully not with a snotty nose, but we'll see you tomorrow, I presume. And until then, as always, keep smiling, have fun, take care, and if you go out detecting, best of luck to you, happy hunting. Ja, und dann war es das für heute. Nächstes Mal hoffentlich mit Taschentuch. Nicht, dass ihr so eine Rotzpfanne immer von mir sehen müsst. Aber naja gut, ist halt so, ist live gefilmt, ohne irgendwelche Schönheiten. Ich verschönere auch nichts. Ne? Das ist halt so, wie ich das mache bei mir. Ja, bis zum nächsten Mal. Immer schön lächeln. Denkt dran. Und höchstwahrscheinlich sehen wir uns dann morgen wieder. Bis dahin, bye bye, tschüss.